In dieser Folge seht ihr, wie Mario schuftet, Rob Quatsch macht und Cleo fröhlich vor sich hin winkt. Moin moin ihr Lieben. Das ist Cleo und ich bin Rob. Wir sind zwei Tätowierer aus Köln, die sich entschieden haben, ihr Leben in Deutschland aufzugeben und gemeinsam dieses Boot, eine Motiva 39S, zu restaurieren und damit die Welt zu entdecken. Seid also dabei, wie wir dem Schiffchen ohne die nötige Erfahrung wieder Leben einhauchen und mit unseren 3 Katzen auf die größte Reise unseres Lebens gehen. Wieder in Irland angekommen, konnten wir uns von einem Marinebewohner einen Hochdruckreiniger leihen. Außerdem hat er uns seine Tauchpumpe zur Verfügung gestellt, damit wir unsere Ankerkiste leer pumpen können. Halbwegs gute Nachricht des Tages ist, wir haben gerade mit Fionen gesprochen. Das ist der junge Mann, der unser Schiff in seine kleine Werft ziehen wird. Er wird für uns einen Spot freimachen, am Trocknen. Und er sagt zwar, wir haben zu viel bezahlt. Glaube ich jetzt auch, auf jeden Fall. Aber das ist nun mal so, wenn man irgendwas ersteigert und es vorher nicht gesehen hat, dann das ist wahrscheinlich das Risiko, was man eingeht. Aber wir können bei ihm alles machen. Wir können bei ihm sogar Sand strahlen. Können den ganzen Lack loswerden und dann sehen wir genau, was drunter ist. Dann hat er gesagt, kann er die Metalworks machen, also er kann uns hier komplett die nötigen Sachen schweißen und machen. Er sagt, er wird unsere Maschine zum Laufen kriegen. Er hat vorher schon gesagt, der Motor ist in Ordnung und für jemanden, der sich das Schiff vorher angucken wollte, hat er schon neue Batterien hier reingebracht und sagt, das wird problemlos laufen. Also insofern, das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr gute Nachricht, dass er da zumindest vorsichtig optimistisch ist. Und ich habe ihm auch gesagt, das ist der Traum jetzt, ne? Wir müssen es so oder so machen, also was bleibt uns übrig? Nee, aber wir sind, glaube ich, mit der Aussage erstmal ganz zufrieden. Er hat gesagt, er ist sehr beschäftigt, er wird uns nicht so helfen können, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Aber wir sind ja auch bereit, selber die Arbeit reinzustecken. Wir wissen, wir sind, glaube ich, wir haben eine grobe Ahnung, was wir uns aufgehalst haben. Aber wir werden es auf jeden Fall herausfinden. Am Ende haben wir, während wir weitere Schäden begutachtet haben, unglücklicherweise noch 2 Risse im Mast gefunden. Wenn ihr uns also irgendwie sagen könnt, wie wir diesen Schaden beheben können, dann wären wir für jeden Hinweis wirklich dankbar. Mit über 1000 Kilo weniger Kram und Müll an Bord und deutlich sauberer als vorher, haben wir das Schiff verlassen und sind wieder nach Deutschland gereist. So, kleine Verspätung. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen will. 2 Stunden schlafen total. Eine Stunde Schlaf. Also ich habe nur 1 Stunde geschlafen. Und wir sind in absoluten Schneechaos 4 Stunden hier hingefahren. Horror. Und wir hatten den Mayo dabei. Und wir hatten den Mayo dabei. Mayo! Mayo! Ja, und jetzt hat unser Flug noch Verspätung. Also dürfen wir jetzt noch irgendwie 3 Stunden hier verharren auf diesem Boden. Aber wir haben Henkel trocken. Beste. Tschüss.
werde erstmal lustig und dann werde ich aggressiv, wenn ich müde werde. Das ist nicht lustig. Ich lach schon lange nicht mehr. Bober, kurwa. Ja pierdolę, jakie bydle! Bober! Nach gefühlten 40 Stunden, was ungefähr, wie viel waren es? 8, ne? 8 Stunden? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Übersicht. Ich habe oft auf dem Boden geschlafen. Ich habe noch nie auf einem Flughafenboden geschlafen. Aber ja, genau, ja, Fotos, ihr könnt es beweisen. Es war okay. Ein Kollege hat mir per WhatsApp geschrieben, dass das die erste Vorbereitung auf die unschönen Nächte an Bord sein wird, die wir jetzt haben werden. Also, ja, wahrscheinlich hat er recht. Was geht dich nichts an? Fragen Sie nicht. Das ist der Mayo. Da ist der Mayo. Mayo. Mario, what you doing? Go outside. Go outside. Was machst du? Endlich under Wetter. German Snow. Ah. It is what it is. Ja, wir sind auf der Mo Adventure zurück. Wir haben eine absolute Katastrophe für die Luftfeuchtigkeit überall. Was heißt Luftfeuchtigkeit? Also es tropft eigentlich von... Überall. Irisches Wetter ist super. Warte, ich zieh mal. Ja, das ist ziemlich eklig. So, haben wir Strom? So, wir haben uns jetzt einen Stromadapter und alles geholt. Dann Und Heizung oder was? Heizungen. Mal gucken, was jetzt Welche passiert. möchtest du zuerst? Wir haben genau 2 Stunden geschlafen irgendwie, glaube ich. Insgesamt. Wir haben 1 Stunde geschlafen, ja. Ja, du kannst auch hier einfach. Ich will kein Licht. Nein, ich glaube, Doch, das ist doch. Dafür ist es doch da. ich habe auf jeden Fall ein rotes Auge. Meine Wimper ist auch nicht ganz richtig. Warte mal. Mein Gott. Ja, ich mach's während ich aufnehme. Ist nicht schlimm. Ja, wir haben 1 Stunde geschlafen. Ich habe das Gefühl, ich krieg irgendwie einen Anfall, Schlaganfall oder irgendwas. Ich weiß nicht. Wir schließen jetzt erstmal die Heizung an und dann gucken wir weiter. Was ihr seht, warum ist das so wild aus? So, warte. Was beschlagen alles und so. Da ein paar Kerzen angemacht fürs Ambiente. Ich weiß nicht. Stinkt dann nicht so krass. Wie das ja demoralisiert. Hast du schon? Was? Ach nee, hast du nicht mehr. Pass auf, die kannst du Oder da warte, hier gib einfach, einstecken. steck da einfach die Kabeltrommel da ein. Das Groschengrab. Das ist kein Groschengrab, das ist ein Millionengrab hier. Ja. Die Kerze ist schön, oder? Und die Heizung. So, ich entschuldige mich schon mal dafür, dass es nur Videos gibt von mir, wie ich am Labern bin. Aber ey, wir waren eben einkaufen im Hardware Store. Und dann wir haben uns hinbringen lassen von einer Bekannten, die wir hier kennengelernt haben, die uns wundervoll hilft und uns völlig unterstützt die ganze Zeit. Und ja, die hat außen gewartet und keine Ahnung, wir sind einfach nur durchgeflitzt und es hat trotzdem eine Stunde gedauert. Ich glaube, die hat trotzdem eine Stunde gewartet. Da willst du nicht noch filmen und alles und einen auf schönen Schnitt machen hier. Ja,
Aber wir haben super viel Kram gekauft, um es uns hier noch ein bisschen wohnlicher zu machen. Und sind wir gerade ein bisschen am Einrichten. Ist aber dunkel und werde im nächsten Abschnitt werde ich mal zeigen, was alles passiert ist. Also, wir sind jetzt auf dem Weg, Kram einzukaufen in diesem Billig-Supermarkt. Ich weiß nicht, wie der heißt. Das ist sowas wie in Action. Wir müssen links, glaube ich. Gehen wir einfach mal hier lang. Mal gucken, ob ich das noch finde. Ich bin jetzt mit Mario alleine unterwegs. Und der Rob, der ist auf dem Boot geblieben. Verrichtet Schönes wichtige Finden. Dinge. Hä? Verrichtet wichtige Dinge. Bis gleich. Zurück am Boot. Das Wetter ist ganz gut heute für irische Verhältnisse. Und wir haben beim letzten Mal echt einiges geschafft. Hier war ja alles voll mit Grünspan. Das konnten wir schon mal so weit reinigen, dass sie wieder halbwegs frisch aussieht. Also unter normalen Umständen hätten wir jetzt hier die Leiter, die ich eben vorne abgemacht habe. Aber es sind ja keine normalen Umstände, denn unser Freund Mario hat die dort ins Wasser fallen lassen. Einfach schön. Ist einfach schön. Nein, das ist darum. Schlimm ist, man hat meistens überhaupt gar keinen Bock zu filmen, weil die Situationen so ekelhaft sind, dass man gar nicht filmen will. Ne? Aber das ist, was die Leute sehen wollen. Die Leute wollen sehen, wie du leidest. Doch, ich leide. So. Ich leide. Was die Leute bestimmt sehen wollen, ist, wie wir die Segel in Müll schmeißen. Nein, wir schmeißen die Segel gar nicht in Müll. Oder doch? Hund suchen. So. Scheiß wie ich. So, ich bin auch in jedem Video am Grinsen. Das ist irgendwie merkwürdig, weil so wie es hier aussieht, sollte ich das überhaupt nicht tun. Ah, scheiße, wir wissen nicht, wo wir anfangen sollen. Hier die beiden motivierten Gesichter. Ne? Mario, was machen wir jetzt? Mario! Ach. Also, wir haben jetzt mal hier unten die Segel rausgeräumt. Nee, will ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich das im Film schon eingeblendet habe. Das entscheide ich im Schnitt. Das sieht wirklich schön aus. Ja. Jetzt haben wir da unten ein bisschen Platz und jetzt können wir uns hier rum kümmern. Jetzt werden wir hier mal schön mit Schimmelex und so einem Kram nochmal rangehen. Machen wir die Matratze nochmal raus. Und dann gucken wir mal, wie es da vorne aussieht. Ne? Haben wir noch ein bisschen Werkzeug und alles da vorne. Das habt ihr im letzten Video schon gesehen.
Und dann kümmern wir uns hier noch um die Toilette. Und das ist jetzt erstmal so die nächste Aufgabe, würde ich behaupten. Und dann schauen wir mal, wie das wird. Was wird? Schauen wir mal, was wird, ne? Was wird. Hier wird eine Lichterkette aufgehangen, ist auch ganz schön. Mit den Chlorhandschuhen. Kein Problem. So, und weil wir richtig radikal sind und zu geizig für ein Airbnb, pennen wir einfach im Boot. Weil uns alles egal ist. Scheiß auf unsere Lungen. Deswegen, der Mario pennt hier. Wir haben hier so eine schöne Folie als Unterlage, ne? Und haben wir dem Mario noch einen schönen neuen Schlafsack gekauft hier. Wir schlafen hinten. Ja, ist gut. Ist gut. Ich habe doch gesagt, wir machen das. Egal wie. Ja, naja. Wir halten durch. Boah. Haben wir gerade einfach fast einen Hexenschuss reingenießt. Ach, richtig assi. Ach, eine ganz neue Stelle. Eine, die noch nicht betroffen war vorher. Ja, man sollte mich einfach einschläfern. Ja. Das wäre auf jeden Fall der richtige Weg. Oh, ich hätte gerade noch fast die Drohne verloren. Ich sterbe einfach. Ah, nee, ja, gerade noch gekauft, klar. Und Akku war leer, natürlich. Man muss ja mit halbem Akku auf jeden Fall noch losfliegen. Und auch schön weit. Auf jeden Fall, muss man machen. Und dann kam die nicht mehr zurück, weil hier ist ein Sturm angesagt. Und ich hatte nicht erwartet, dass die Windgeschwindigkeiten so hoch sind. Aber was erwarte ich schon? So, hier noch das berühmte Klapprad. Also ist so insgesamt auf jeden Fall das teuerste Klapprad, was ich jemals gekauft habe. Das kannst du nur mit Humor nehmen hier alles, wirklich. So, was haben wir hier noch? Hier so Sikaflex-Kram oder was? Was ist das hier? Rypolex Red. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Steht da High Performance, was? Naja, schon drüber. No, dann ist auch ein bisschen Feuchtigkeit, ne? Da oben sieht man es. Oh, hier ist auf jeden Fall gut zugig. Was ist denn hier? Die Luke ist offen. Daran liegt's. Ja. So, ich glaube, wir haben die Kiste gefunden, wo die Ankerkette reinkommt. Wir haben aber auch hier schon eine Bohrmaschine oder vielmehr einen Akkuschrauber gefunden. Jetzt gucken wir noch mal, was hier drin ist. Was soll ich das einfach mal hier machen? Ah. Eine Schlagbohrmaschine. Nun gut, vielleicht tut das ja noch was. Was ist da los? Das kann doch nicht wahr sein.
falsch rum. Ich trottel. Was ist der Plan? Wie sieht's aus? Richtig unordentlich. Ja, man kann hier auch einfach keine Ordnung halten. Jetzt gerade nicht. Kann man schon. Einigermaßen. Klar, mich filmen, ne? Heimlich. Klar, mal klar sagen, ne? Du hast es immer noch nicht ausgemacht. Doch. Nein, es nimmt immer noch auf. Vielleicht passiert ja irgendwas. Meinst du, es passiert irgendwas Spannendes? Ja, weil du nicht weißt, dass die Kamera aus ist. Du weißt schon, dass ich hier auch einen Bildschirm habe? Oh, frag. Okay, ja. Dann. Warte, links Mario. Ja, bitte. Es ist übrigens Flut. Da, glaube ich. Meinst du? Ja. Wir haben wieder mal keinen Strom. Das ist einfach, der Sturm ist unerbittlich mit uns. Ich versuche mal hier runterzukommen. So. Warte, ich guck mal, Moment. Guck mal, ob der Mario das schon geregelt hat. Guck, gehen die Lämpchen wieder? Müsste eigentlich. Nö, die sagt, da geht nicht. Und dann probieren wir einfach nochmal den Pole da hinten. Nee, dann brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wenn das nicht geht und das nicht geht, dann brauchen wir da ja nichts probieren. Oder?